Heute nehme ich euch mal mit zu meinen persönlichen Lieblingsnäh-Gadgets, die mir beim Nähen wirklich immer wieder den Alltag retten. Gerade bei Werkzeugen ist es ja oft so, dass man sich etwas kauft und dann enttäuscht ist. Das möchte ich euch hier ersparen. Alle Tools, die ich euch heute zeige, nutze ich selbst seit langer Zeit und kann sie wirklich empfehlen. Vielleicht entdeckt ihr ja auch euer neues Lieblingsteil. Wir starten mit einem kleinen, aber unheimlich praktischen Helfer, dem Handmaß. Ohne das geht bei mir ehrlich gesagt gar nichts. Ich messe damit Nahtzugaben, Abstände, Säume oder auch Knopflöcher. Besonders praktisch finde ich, dass es flexibel ist und sich super dem Stoff anpasst. Selbst an schwierigen Stellen lässt es sich einfach mal abknicken oder biegen, sodass man auch in Ecken oder Rundungen gut messen kann. Mein Tipp: legt euch gleich 2 davon zu, dann habt ihr immer eins in Reichweite. Das nächste Tool sind meine Nähgewichte. Und zwar 2 große Knöpfe von Snaply. Die sind schön flach, haben genau das richtige Gewicht und sorgen dafür, dass wirklich nichts mehr verrutscht. Früher habe ich immer Steine benutzt, aber die waren oft wackelig und das Schnittmuster hat sich dadurch ständig verzogen. Mit diesen Gewichten arbeite ich viel entspannter und präziser. Für mich ein absolutes Must-Have. Okay, kommen wir zu meinem kleinen Stoffzuschneidewunder, dem Rollschneider. Ich hatte vorher wirklich einige Modelle ausprobiert, bei denen das Ergebnis leider nicht überzeugt hat. Manche haben den Stoff verzogen, andere lagen so schlecht in der Hand, dass ich danach richtige Druckstellen hatte. Aber dieser Rollschneider von Fiskars hat mich endlich überzeugt. Er schneidet ohne Probleme auch 2 Lagen Stoff sauber durch und liegt dabei angenehm und sicher in der Hand. Gerade bei elastischen Stoffen wie Jersey ist das Gold wert. Mein Tipp: habt immer eine Ersatzklinge parat, damit ihr nicht plötzlich im Schneidchaos landet. Meine Nummer 4 ist vielleicht etwas spezieller, aber für alle Overlock-Fans absolut genial. Die Fangnadel. Damit könnt ihr Fadenraupen von Overlock-Nähten ganz sauber in die Naht einziehen, ohne zu verknoten oder vernähen zu müssen. So sehen eure fertigen Nähte wirklich ordentlich aus und halten auch besser. Ich nutze meine Fangnadel ständig und möchte sie nicht mehr missen. Und last but not least, meine absoluten Lieblinge, die Wonderclips. Die sind für mich einfach unverzichtbar geworden. Gerade bei mehreren Lagen Stoff oder Kunstleder sind sie die perfekte Alternative zu Stecknadeln, weil sie keine Löcher hinterlassen und super festhalten. Ich nutze sie auch, um Schnittteile zwischenzuspeichern oder Stofflagen kurz zu fixieren. Ein echtes Allround-Talent. Jetzt bin ich natürlich total gespannt, welches Tool ist euer persönliches Lieblingsgadget bei Nähen? Oder habt ihr vielleicht auch schon mal einen Fehlkauf gemacht, der euch richtig geärgert hat? Schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare. Ich lese das super gerne und vielleicht kann ich ja beim nächsten Teil eure Tools ausprobieren. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Do-it-yourself für Hunde, dann lasst gerne ein Abo da. Jula schickt euch ein Pfoten-High-Five und ich eine Portion kreative Energie obendrauf. Bis bald, bleibt inspiriert und habt Spaß beim Nähen.